grüß dich. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du mich in dieser sternenklaren Nacht wieder an meinem Lagerfeuer besuchst. Heute spreche ich ein bisschen über die Freiheit, seine eigene Meinung zu äußern. Eine eigene Meinung zu haben, setzt natürlich voraus, dass man sich seine eigenen Gedanken über etwas gemacht hat. So sollte es zumindest sein. Echte Meinungsbildung bedeutet für mich, dass ich mich mit einem Thema selbst beschäftige und nicht vorgegebene Informationen einfach ungeprüft übernehme und nachplappere. Du informierst dich über ein bestimmtes Thema, recherchierst ein bisschen aus verschiedenen Quellen und bildest dir dann aus den dir vorliegenden Informationen und deinen Schlussfolgerungen deine eigene Meinung. Ist dieser Wissensstand dann allumfänglich? Nein. Ist gewährleistet, dass das, was du aus den dir vorliegenden Informationen herausgelesen hast, 100%ig die absolute Wahrheit ist? Nein. Aber es ist deine Meinung, die du dir daraus gebildet hast. Und die darfst du auch äußern. Das steht sogar im Grundgesetz. In Artikel 5 unter Absatz 1 steht, ich zitiere, jeder hat das Recht, seine eigene Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Entschuldigung, ich glaube, ich habe gerade etwas Staub im Hals gehabt. Wo war ich gerade? Ja. Steht im Grundgesetz irgendwo eine Einschränkung der Meinungsäußerung bei bestimmten Themen? Nein. Zumindest habe ich keine gefunden. Wie kann es also sein, dass du bei Themen wie beispielsweise Sport oder Unterhaltung deine Meinung frei äußern darfst, so wie du willst, aber bei Themen wie Politik, Gesundheit oder das Klima nur eine bestimmte Meinung geäußert werden darf, und zwar die, die von der Regierung bzw. den Mainstream-Medien vorgegeben wurden? Das bedeutet doch im Grunde genommen nichts anderes als ein Denkverbot bei diesen Themen. Solltest du dennoch bei diesen sensiblen Themen selbst denken und dann auch noch deine Gedanken darüber frei äußern, beispielsweise in den sozialen Medien, wirst du zuerst verwarnt und zensiert. Solltest du dann trotzdem weitermachen, drohen dir sogar hohe Geldstrafen bis hin zum Gefängnisaufenthalt. Richtig. Du kommst ins Gefängnis, nur weil du deine Meinung frei geäußert hast. Obwohl im Grundgesetz Artikel 5 klar definiert steht, dass du das darfst. Klingt das für dich nach einer Demokratie? Also mich erinnert das sehr stark an Entschuldigung. Wo war ich gerade? Sprechen wir doch mal über Toleranz. Speziell über Meinungstoleranz. Ist es denn so schwer, andere Meinungen zu respektieren? Ich habe langsam den Eindruck, dass uns das kritische Hinterfragen durch die Medien aberzogen wird. Im Grunde genommen findet ja heutzutage gar keine richtige Diskussion mehr im Fernsehen statt. Es sieht sehr stark danach aus, dass in den Talkshows nur Gäste eingeladen werden, die die offiziell geltende Meinung vertreten. Beachte bitte, dass ich geltende Meinung und nicht gültige Meinung gesagt habe. Natürlich sitzen dann auch ein oder zwei vermeintliche Kritiker in der Runde. Was dort aber gesagt wird, steht meiner Meinung nach in einem Skript fest und wird vorher mit den Gästen abgesprochen. Richtig echte Kritiker habe ich schon lang nicht mehr in den Talkshows gesehen.
Stattdessen werden sie mit oberflächlichen und falschen Behauptungen als Verschwörungstheoretiker, Aluhutträger oder Nazi abgestempelt. Gott sei Dank gibt es inzwischen immer mehr Menschen, die sich davon nicht mehr abschrecken lassen und sich selbst im Internet über diese Menschen informieren. Und nicht nur auf den Mainstream-Seiten. Wenn du dir nur 10 Minuten Zeit nimmst, wirst du ganz schnell feststellen, dass hinter diesen bösartigen Behauptungen meistens überhaupt nichts steckt. Es sind oftmals nur leere Behauptungen, die einen einzigen Zweck verfolgen. Sie sollen dich davon abhalten, dich näher mit den Aussagen dieser Personen zu beschäftigen. Warum? Na, weil sie gefährlich sind, da sie das offizielle Narrativ in Frage stellen. Eine richtige Meinung kannst du dir nur bilden, wenn du beide Seiten eines Themas betrachtest. Das heißt, auch die Gegenseite. Es ist sehr erfreulich, dass es inzwischen genügend Möglichkeiten gibt, sich auch systemkritischere Beiträge anzusehen. Das Internet macht's möglich. Auch bei den großen sozialen Medien gibt es inzwischen den ein oder anderen Lichtblick. Besonders bei dem Vögelchen, das inzwischen umgeixt wurde, wenn du verstehst, was ich meine. Doch bei allen Informationen, die du da draußen siehst, liest oder hörst, solltest du eines nie außer Acht lassen: deine Intuition. Bedenke, dass jede Information, egal woher sie kommt, falsch sein kann. Inzwischen kann jede Stimme, jedes Bild und jedes Video durch KI, also künstliche Intelligenz, manipuliert und verändert werden. Nichts ist wirklich sicher. Das Einzige, worauf du dich verlassen solltest, ist deine Intuition. Höre immer auf dein Bauchgefühl. Wenn sich etwas gut anfühlt, dann ist es gut für dich, egal ob eine Wahrheit dahinter steckt oder nicht. Versuche bei deiner Meinungsbildung so neutral wie möglich zu bleiben. Betrachte immer beide Seiten eines Themas und such dir die Informationen aus verschiedenen Quellen. Und wenn du über deine Meinung sprechen willst, dann tu das. Sprich zuerst mal mit Freunden und Bekannten darüber und hör dir ihre Meinungen an. Ein echter Freund wird deine Meinung respektieren und tolerieren, auch wenn er eine andere Meinung hat. Und wenn nicht, dann ist es kein echter Freund. Und wenn er die gleiche Meinung mit dir teilt, dann schließt euch doch zusammen. Macht beispielsweise einen monatlichen Stammtisch und ladet weitere Freunde dazu ein. Auch so kann man sich vernetzen. Und das kann niemand zensieren. Vielen Dank, dass du wieder bei mir warst. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like oder einen netten Kommentar. Und wenn du willst, schau doch das nächste Mal wieder vorbei. Bis dahin wünsche ich dir von ganzem Herzen nur das Beste.